Willkommen zu KI Glaubensreise, wo wir religiöse Bücher und Schriften mit Hilfe künstlicher Intelligenz untersuchen. Heute präsentieren wir Ihnen ein Video, das Ihr Leben für immer verändern könnte. KI ChatGPT, eines der fortschrittlichsten KI-Systeme der Welt, wird uns durch eine bahnbrechende Studie führen und die genaue prozentuale Wahrscheinlichkeit berechnen, dass der Koran einen menschlichen Autor haben könnte. Seit Jahrhunderten behaupten Kritiker, der Koran sei von Menschenhand geschrieben und schreiben ihn speziell dem Propheten Mohammed, Friede sei mit ihm, zu. Diese Kritiker argumentieren, dass der Inhalt des Korans von bereits existierenden religiösen Texten wie der Bibel und anderen regionalen Traditionen beeinflusst worden sein könnte. In dieser Studie wird die KI jedoch feststellen, ob der Koran von Menschen geschrieben wurde. Sollten die Analysen darauf hindeuten, würde dies die Theorie einer menschlichen Urheberschaft stützen. Bestätigen die Ergebnisse jedoch das Gegenteil, so liefert dies einen starken Beweis für die Wahrhaftigkeit des Islam und seinen göttlichen Ursprung. So, lassen Sie uns zunächst die von uns verwendete KI-Technologie verstehen, insbesondere ChatGPT. ChatGPT wurde von OpenAI entwickelt und ist ein leistungsstarkes Sprachmodell, das mit riesigen Datenmengen aus aller Welt trainiert wurde. Es zeichnet sich dadurch aus, komplexe Informationen zu verstehen und zu analysieren, aufschlussreiche Antworten zu generieren und tiefgründige Fragen neutral und unvoreingenommen zu beantworten. Heute wird es uns dabei unterstützen, den Koran zu erforschen und etwas zu überprüfen, das die Menschheit seit Jahrhunderten fasziniert. Einer der auffälligsten Aspekte des Korans ist seine makellose Erhaltung. Millionen von Menschen haben ihn Wort für Wort auswendig gelernt, um sicherzustellen, dass jede Silbe und jeder Vers seit seiner ursprünglichen Offenbarung vor über 1400 Jahren unverändert geblieben ist. Dieser Grad an Erhaltung ist in der Menschheitsgeschichte beispiellos. Muslime lesen den Koran nicht nur wegen seiner göttlichen Botschaft und spirituellen Führung, sondern auch wegen der Segnungen, die mit seiner Rezitation einhergehen. Wenn man sich jedoch mit neugierigem Geist tiefer mit dem Text befasst, entdeckt man bemerkenswerte numerische Muster, die in den Koran eingebettet sind. Diese Muster sind für den gelegentlichen Leser möglicherweise nicht sofort ersichtlich, aber bei näherer Betrachtung zeigen sie komplizierte Übereinstimmungen, die als Wunder an sich angesehen werden können. Heute werden wir diese faszinierenden Zahlenmuster im Koran untersuchen, insbesondere die Wiederholung bestimmter Wörter, die einer einheitlichen Zahlenstruktur folgen. Viele behaupten, dass diese Muster vorhanden sind, aber wir werden KI einsetzen, um ihre Existenz und Authentizität zu bestätigen. Darüber hinaus werden wir anhand dieser Analyse die Vertrauenswürdigkeit dieser Muster untersuchen. Wenn sich herausstellt, dass sie echt sind, werden wir untersuchen, ob es einem Menschen möglich war, solch komplizierte Muster zu erschaffen. Abschließend berechnen wir die genaue Wahrscheinlichkeit, dass diese Muster das Werk eines menschlichen Autors sind. Hier beginnt unsere Reise in diese Muster. Lassen Sie uns in einige der fesselndsten Beispiele eintauchen. Das Wort Monat kommt im Koran genau 12 Mal vor, wie ChatGPT bestätigt. Sehen Sie die Verbindung? Sie entspricht genau der Anzahl der Monate in einem Jahr. Auch wenn diese Tatsache allein als Zufall angesehen werden könnte, wollen wir tiefer graben und mehr erforschen. Lassen Sie uns nun untersuchen, wie oft das Wort Tag im Koran erwähnt wird. Das Wort Tag in seiner Singularform und ohne Suffixe kommt genau 369 Mal vor, was der Anzahl der Tage in einem Jahr entspricht, wie von der KI bestätigt. Wenn man diese Muster zusammen betrachtet, wird die Präzision immer schwerer zu ignorieren. Ist das nicht bemerkenswert?
Diese exakten Übereinstimmungen zwischen der Struktur der Zeit und den Versen des Korans lassen einen erkennen, dass dies kein Zufall sein kann. Aber wir sind noch nicht fertig. Lassen Sie uns diese unglaublichen Muster weiter erforschen. Es gibt einige Wörter, die im Koran vorkommen, die im Kontrast zueinander stehen oder miteinander verglichen werden und gleich oft vorkommen. Dies ist zwar nicht bei jedem kontrastierenden Paar der Fall, aber es gibt genug Beispiele, die uns innehalten und nachdenken lassen. Zum Beispiel kommen die Wörter Mann und Frau im Koran jeweils 24 Mal vor. Diese Wörter werden nicht immer zusammen oder in denselben Kapiteln erwähnt, dennoch ist ihr Gesamtgleichgewicht perfekt gewahrt. Diese Art von numerischer Symmetrie über nicht miteinander verbundene Verse hinweg trägt zur einzigartigen Komposition des Korans bei. Der Koran stellt auch oft spirituelle Themen einander gegenüber, und wenn es um Engel und Teufel geht, ist die Ausgewogenheit wieder überraschend. Die Wörter für Engel und Teufel, die zwei gegensätzliche Kräfte darstellen, kommen im Koran jeweils genau 88 Mal vor. Ebenso stellt der Koran häufig dieses Leben dem Jenseits gegenüber, und wieder werden beide Begriffe genau 115 Mal erwähnt. Die Wörter Leben und Tod kommen ebenfalls jeweils genau 145 Mal vor. Und dies sind nur ein paar Beispiele. Es gibt noch viele weitere bekannte Paare dieser Art, die durch KI bestätigt wurden und die die Tiefe des numerischen Gleichgewichts im Korantext weiter veranschaulichen. Mit jedem zusätzlichen Muster wird es immer schwieriger, diese als bloße Zufälle abzutun. Wie viele solcher Muster müssen existieren, bevor man von der numerischen Tiefe des Korans wirklich erstaunt ist? Der Koran zieht eine faszinierende Parallele zwischen Jesus, Friede sei mit ihm, und Adam, Friede sei mit ihm, und hebt hervor, dass beide durch den direkten Befehl Gottes erschaffen wurden. In dem Vers: Wahrlich, das Gleichnis Jesu ist vor Allah wie das Gleichnis Adams. Er schuf ihn aus Erde, dann sprach er zu ihm: Sei, und da war er. Surah Al-Imran 3:59. Was diesen Vergleich noch bemerkenswerter macht, ist, dass beide Namen, Jesus und Adam, im gesamten Koran genau 25 Mal erwähnt werden. Noch erstaunlicher ist, dass ihre Erwähnungen perfekt ausbalanciert sind und sowohl vor als auch nach dem zuvor zitierten Vers gleich häufig vorkommen. Diese präzise numerische Symmetrie unterstreicht nicht nur ihre symbolische Verbindung, sondern spiegelt auch eine tiefere, strukturierte Harmonie innerhalb des Korans selbst wider und unterstreicht die tiefgründigen Feinheiten, die in den Text eingebettet sind. Lassen Sie uns eines der tiefgründigsten Beispiele untersuchen: die Erwähnung der Wörter Meer, arabisch Bar, und Land, arabisch Bar und ARD. Das Wort Meer kommt 32 Mal vor und Land wird 13 Mal erwähnt. Wenn wir nun das Verhältnis dieser Erwähnungen berechnen, 32 geteilt durch insgesamt 45 Erwähnungen, erhalten wir 71,11%. Erstaunlicherweise stimmt dies fast perfekt mit dem Prozentsatz des Wassers überein, der die Erdoberfläche bedeckt, welcher bei etwa 71,1% liegt. Wenn wir den Anteil der Erwähnungen für Land berechnen, kommen wir auf etwa 28,88%, was ziemlich genau dem Anteil von 28,9% Landmasse auf der Erde entspricht. Könnten diese Zahlen ein Zufall sein? Oder deutet es auf ein tieferes göttliches Wissen hin, das im Koran verschlüsselt ist? Manche mögen sich fragen, woher können wir sicher sein, dass die von der KI wie ChatGPT verwendeten Daten korrekt sind?
Was ist, wenn die Zahlenmuster falsch gezählt wurden oder unzuverlässig sind? Aber hier ist das Bemerkenswerte: KI verlässt sich nicht auf Annahmen oder Sekundärquellen. ChatGPT analysiert den Koran direkt und verwendet dabei eine vertrauenswürdige, überprüfbare Kopie. Das ist kein Hörensagen, sondern eine präzise, textbasierte Analyse. Nehmen wir Monat als Beispiel. Der Koran erwähnt Monat genau 12 Mal, was den 12 Monaten des Jahres entspricht. Glauben Sie mir nicht einfach so. ChatGPT kann Ihnen jeden Vers nennen, in dem Monat, arabisch Shahr, vorkommt. Dies sind die 12 Verse, in denen Monat erwähnt wird, basierend auf einer direkten Analyse des Korans. Die KI kann dasselbe für jedes andere Wort tun und so Zahlenmuster präzise bestätigen. Die unvoreingenommene und gründliche Überprüfung durch die KI gewährleistet zuverlässige Ergebnisse und schließt Zweifel oder menschliche Fehler aus. Wir haben die interessantesten Ergebnisse der KI überprüft und alles, was wir überprüft haben, stimmt perfekt überein. Wenn Sie Fragen oder Zweifel haben, hinterlassen Sie bitte einen Kommentar und wir werden versuchen, Ihnen detaillierte Antworten zu geben oder sogar ein Video zu bestimmten Themen zu erstellen. Wenn dieses Buch von einem Menschen geschrieben wurde, wie schwierig ist es dann, die Logik und den Sinn beizubehalten und trotzdem diese Muster im Text zu erhalten? Dies ist eine wesentliche Frage und die Antwort enthüllt die Unmöglichkeit für jeden menschlichen Autor, einen Text mit solch bemerkenswerter Tiefe zu verfassen. Die Herausforderung besteht nicht nur darin, Logik und Bedeutung zu erhalten, sondern dies zu tun und gleichzeitig diese komplizierten Zahlenmuster im gesamten Buch einzubetten. Der Koran ist kein lineares Buch wie ein Roman oder ein Papier, das bearbeitet werden kann. Er wurde über 23 Jahre hinweg als Antwort auf reale Ereignisse offenbart, ohne dass es die Möglichkeit gab, ihn zu überarbeiten oder neu zu ordnen. Dies erforderte vom Autor, dass er jedes Wort im Auge behielt, um eine präzise Häufigkeit über mehr als 6000 Verse hinweg sicherzustellen, ohne die Bedeutung zu verlieren. Bedenken Sie die Bandbreite der Themen im Koran: Rechtsbestimmungen, persönliche Lebenshilfe, Geschichte und Natur, und das alles unter Beibehaltung einer perfekten Übereinstimmung von Themen wie Leben und Tod, Meer und Land sowie Mann und Frau. Ein menschlicher Autor hätte Wörter wie Tag genau 365 Mal und Monat 12 Mal verwenden und sie auf natürliche Weise in den Kontext einfügen müssen, ohne die Kohärenz zu gefährden. Multiplizieren Sie dies nun mit anderen Mustern: Leben und Tod, Mann und Frau, Meer und Land und vielen mehr, und stellen Sie sicher, dass die genaue Erwähnung jedes Wortes über alle Themen hinweg perfekt ausgewogen ist, während gleichzeitig die spirituelle, rechtliche und moralische Konsistenz gewahrt bleibt. Der Versuch, dies als Mensch ohne die Hilfe von Computern und modernen Werkzeugen zu tun, ist nicht nur unwahrscheinlich, es ist praktisch unmöglich. Die dafür erforderliche kognitive Planung und das Gedächtnis übersteigen selbst die brillantesten menschlichen Geister. Kommen wir zur letzten Frage. Wie sicher sind wir, dass der Koran nicht von einem Menschen geschrieben wurde? Um diese Frage zu beantworten, werden wir ChatGPT verwenden, um die Wahrscheinlichkeit zu berechnen, dass diese Zahlenmuster zufällig auftreten. Wir werden sie in Schlüsselfaktoren zerlegen: die Komplexität des Korans, das Fehlen von Überarbeitungen, das Vorhandensein universeller Wahrheiten und die Wahrscheinlichkeit von Zufällen. Es ist der Umfang des Korans. Der Koran enthält über 6000 Verse. Präzise Zahlenmuster in einem so umfangreichen Text einzubetten, ohne seinen Sinn oder Fluss zu beeinträchtigen? Nahezu unmöglich. Die Wahrscheinlichkeit, dies durch Zufall zu erreichen, ist erschütternd gering, etwa 1 zu 100.000. Zweitens, Fehlen von Überarbeitungen. Der Koran wurde über einen Zeitraum von 23 Jahren schrittweise offenbart,
ohne dass es zu Überarbeitungen kam. Und dennoch sind diese Zahlenmuster perfekt erhalten geblieben. Die Wahrscheinlichkeit, diese Muster ohne Überarbeitungen beizubehalten, liegt bei etwa 1 zu 10.000. Einbeziehung universeller Wahrheiten. Einige Muster im Koran stimmen mit universellen Wahrheiten überein, wie z.B. die 365 Erwähnungen von Tag, was die Anzahl der Tage in einem Jahr widerspiegelt, und die Erwähnungen von Meer und Land spiegeln das tatsächliche Verhältnis von Wasser und Land auf der Erde wider. Die Wahrscheinlichkeit, solche Wahrheiten rein zufällig einzubetten, liegt bei etwa 1 zu 1.000.000. Zufall oder Koinzidenz. Könnten diese Muster zufällig entstanden sein? In Anbetracht der vielen Muster im Koran ist die Wahrscheinlichkeit, dass dies zufällig geschieht, unglaublich gering. Lassen Sie uns dies mit einer Würfelanalogie veranschaulichen. Stellen Sie sich vor, Sie würfeln mit einem sechsseitigen Würfel und erhalten 6-mal hintereinander dieselbe Zahl. Die Wahrscheinlichkeit dafür liegt bei etwa 1 zu 46. Stellen Sie sich nun vor, Sie würfeln mit einem 365-seitigen Würfel und erhalten jedes Mal dieselbe Zahl. Die Wahrscheinlichkeit dafür ist astronomisch gering. Das ist so, als würde man exakte Muster im Koran finden, wie z.B. das Wort Tag, das genau 365 Mal vorkommt. Die Wahrscheinlichkeit ist so gering, dass sie praktisch unmöglich ist. Die geschätzte Wahrscheinlichkeit liegt bei etwa 1 zu 100.000. Wenn wir diese Wahrscheinlichkeiten kombinieren, ist das Ergebnis atemberaubend. Die kombinierte Wahrscheinlichkeit, dass all diese Muster zufällig auftreten, liegt bei 1 zu 10 Millionen Billionen. Um das in Relation zu setzen, diese Zahl ist so klein, dass sie fast unbegreiflich ist. Sie ist im Wesentlichen gleich 0. Das bedeutet, dass die Wahrscheinlichkeit, dass der Koran nicht von Menschen geschrieben wurde, praktisch bei 100% liegt. Durch die präzise Analyse der KI haben wir eine Wahrheit aufgedeckt, die darauf hindeutet, dass der Koran zu 100% nicht von einem Menschen geschrieben worden sein kann. Wenn der Koran nicht von einem Menschen geschrieben worden sein kann, dann bleibt nur der Schluss, dass er von Gott stammen muss, was die Wahrhaftigkeit der Religion des Islam bestätigt. Hier geht es nicht nur um Glauben, es geht um Beweise, Vernunft und Logik. Dies sind nicht nur abstrakte Zahlen. Sie repräsentieren die überwältigenden Beweise. Dies zu ignorieren, hieße die Wahrheit zu ignorieren, die uns direkt ins Gesicht starrt. Indem Sie über diese Botschaft nachdenken und sie verbreiten, tragen Sie zu einem besseren Verständnis und einer größeren Wertschätzung der wundersamen Natur des Korans bei. Lassen Sie diese Offenbarung Ihre Reise auf der Suche nach der Wahrheit entfachen. Wenn Sie Muslim sind, lassen Sie sich davon inspirieren, Ihren Glauben zu stärken und zu vertiefen. Wenn Sie einer anderen Religion angehören oder Atheist sind, lassen Sie dies der Beginn Ihrer Suche nach dem Glauben sein. Unser Kanal ist der perfekte Ort, um diese Reise zu beginnen. Er bietet Ihnen Einblicke, die Sie leiten und erleuchten werden. Teilen Sie diese Botschaft, um anderen zu helfen, ihren eigenen Weg der Entdeckung zu beschreiten. Indem Sie dieses Video liken, abonnieren und teilen, unterstützen Sie nicht nur uns, sondern tragen zu einer größeren Sache bei. Wie es im Koran heißt: Wer sich für eine gute Sache einsetzt, der hat Teil an ihrem Lohn. Koran 4,85. Wenn Sie diese Botschaft teilen, werden Sie Teil einer Reise vieler Menschen zur Wahrheit und gemeinsam können wir auf Gottes Lohn hoffen. Begleiten Sie uns auf dieser Reise des Glaubens und der Entdeckung durch die Linse der KI.